Gesichtsausdruck ist finster, die Hände sind schwarz, Motorraum ist offen. Das bedeutet nichts Gutes. Wenn wir Pech haben, ist das das vorzeitige Ende unserer Reise. So, naja, mal kurz zur Geschichte. Also, wie soll ich sagen, wir sind vorgestern losgefahren in Camoronnes, da wo die Pinguine waren. Und mir ist aufgefallen, dass am Ölfüllstab, am Ausgang des Ölfüllstabs Öl ist. Das heißt also, das drückt Öl aus dem Motor diesen Ölfüllstab hoch. Ja, dann habe ich gedacht, das könnte sein, weil ich Öl nachgefüllt hatte. Also unser Ölfüllstab ist zu kurz und der war 15 mm unter Minimum. Dementsprechend habe ich nachgefüllt, einen halben Liter. Und habe gedacht, das Öl ist jetzt zu viel und dadurch drückst du es raus. Ich hatte aber den Motorraum noch nicht offen. Das habe ich gerade eben gemacht. Und das drückt das Öl nicht nur am Ölfüllstab raus, sondern das drückt das Öl überall raus. Also an jeder Verbindung, am Ölfilter, an der Kurbelwellenentlüftung und am Öleinfüll, an der Öleinfüllschraube, die wir ja nicht nutzen, weil wir über das Nummernschild reingehen. Das konnte ich alles nicht sehen, weil ich den Motor noch nicht offen hatte. Jetzt habe ich ihn eben aufgemacht und sehe das Desaster. Jetzt kann es dafür zwei Gründe geben. Grund Nummer 1. Kurbelwellenentlüftung ist zugesetzt, ist einfach dreckig mit Schlamm, Staub, Ekel. Dadurch funktioniert die nicht mehr. Und dadurch wird nicht entlüftet, dadurch baut sich Druck auf, dadurch drückt es das Öl raus. Wäre ja noch eine gute Variante. Variante 2 ist der absolute Horror, bedeutet Motorschaden. Das heißt, wir haben Druckverlust irgendwo, oder besser gesagt, der presst raus an den Kolben. Und wenn er das macht, dann ist das Ende des Motors und das wäre natürlich richtig scheiße. Es gibt noch eine dritte Minimalmöglichkeit. Ich habe es ja schon eingangs gesagt, es kann sein, dass wir zu viel Öl drin haben und auch dann kann die Kurbelwellenentlüftung nicht mehr funktionieren und auch dann drückt es das Öl raus. Ich werde jetzt mal als allererstes eins machen. Ich lasse das gesamte Öl ab in eine Flasche rein, messe aus, wie viel drin ist, da müssen exakt 4 Liter drin sein. Und wenn das 4 Liter sind, dann sind wir gearscht. Sind es mehr als 4 Liter, 4,5 oder 5, naja, dann lasse ich den halben bis Liter raus, fülle das Öl wieder ein und wir reinigen alles und fahren weiter und schauen einfach mal, ob es wieder rausdrückt oder nicht. So, das ist das, was wir jetzt machen werden und drückt uns bitte die Daumen, dass das kein Motorschaden ist. Genau, was brauchen wir dafür? Einerseits eine Flasche, die habe ich schon aufgeschnitten, wo ich das Öl reinlasse. Sollte größer als 5 Liter sein, sonst läuft es mir an allen Ecken über. Und wir machen es ja hier in der Natur und da habe ich natürlich von vornherein so konzipiert. Unsere Schalen, in denen das Werkzeug drin ist, die habe ich extra diese Dinger genommen, damit wir, falls wir bei einer Reparatur am Motor irgendwie Öl verlieren, irgendwie tropfen, immer diese Teile drunter legen können. Die lassen sich auch leicht reinigen und die haben genug Fassungsvermögen, um alle Flüssigkeiten aufzufangen, die da rauslaufen. So, das mache ich jetzt, lege das unter das Auto und mache die Ablassschraube auf und lasse eben den Kram ab. Bevor wir das machen, lassen wir noch die Luft aus den Stoßdämpfern raus und lassen den Wagen ab. Dann geht der noch mal hinten 5 cm runter, damit das Öl auch schön zur Ablassschraube läuft und wir wirklich alles rauskriegen. Auf geht's! Ja, wenn man nicht mehr weiter weiß, dann gründe einen Arbeitskreis. Ach man, kacke echt. Derjenige, der mir wirklich immer hilft und der meistens weiter weiß, ist ja nur Dominik von der T3 Synchro Schrauberecke.
Und den werde ich jetzt mal nach Fernsupport anfragen. Vielleicht kann der mir irgendwie weiterhelfen, echt. Hey Dominik, du, hör mal zu. Ich habe dir doch gestern gesagt, dass ich irgendwie Ölverlust am Ölstab habe. Und ich habe jetzt mal reingeschaut. Ich habe überall drückt das Öl da raus. Und ich habe jetzt auch geguckt, wie viel Öl drin ist. Also ich habe jetzt gerade mal noch, also ich habe 3,5 Liter drin. Ein halber Liter ist vielleicht noch drin geblieben. Ja. Ich bräuchte mal irgendwie Support, was das noch sein kann. Das Ventil von der Kurbelwellenlüftung habe ich auch schon angeguckt. Nichts verstopft, alles ölig, aber durchgängig. Also wenn du eine Idee hast, wäre ganz cool, wenn du was dazu sagst. Danke dir, ciao, schönen Abend. Oh, Björn. Ja, ihr seht ja am Sonnenstand, dass es schon wieder einige Stunden später ist. Ich bin ölverschmiert. Ich habe hier auf dem Campingplatz komplett Öl abgelassen. Natürlich ohne einen einzigen Tropfen auf dem Boden zu hinterlassen, dafür haben wir unseren Scheiß hier dabei. Aber wir haben leider nicht so viel Öl drin. Das sind jetzt 3,5 Liter kamen raus. Da ich die Ablassschraube ja noch nicht aufbekommen habe, habe ich über einen Einfüllstutzen abgelassen. Und kann sein, dass da jetzt noch 500 Milliliter drin waren in dem Tank. Also das waren schon 4 Liter. Das Problem ist es wohl nicht. Jetzt habe ich ja von Dominik gerade die Nachricht bekommen, also von Dominik von der T3 Synchro Schrauberecke. Übrigens danke nochmal, Fernsupport, der Knaller echt. Also super lieb von ihm. Der sitzt zu Hause auf der Couch, der ist schon voll spät. Und hilft mir hier via Fernsupport irgendwie die Fehlersuche zu machen. Und er sagt, ich soll jetzt mal den Handschuhtest machen. Das heißt, wir nehmen den alten Öleinfüllstutzen vom Golf runter, versuchen da einen Handschuh drauf zu fixieren, einen AIDS-Handschuh. Und wenn der bei laufendem Motor sich aufbläst, dann wissen wir, dass wir Blow-by haben. Das heißt, dass der Motorblock im Arsch ist. Das wäre der absolute Horror jetzt. Also wir sind schon sehr weit im Süden. Buenos Aires sind fast 2000 Kilometer. Ja, und eine Top-Werkstatt hier zu finden, ist nicht so einfach. Also ich fange langsam an zu resignieren, kann ich nicht anders sagen. Naja gut, auf jeden Fall machen wir jetzt mal den Handschuhtest und dann gucken wir, ob wir weiterkommen. Ja, um diesen Handschuhtest zu machen, müssen wir hier, guck mal, das ist der alte Öldeckel vom Golf, der kommt runter. Und wir müssen hier versuchen, irgendwie relativ luftdicht oder doch luftdicht einen AIDS-Handschuh aufzukleben. Und wenn dieser AIDS-Handschuh dann hier anfängt zu tanzen und sich aufbläst, dann wissen wir, dass wir ein ordentliches Problem haben. So, das machen wir jetzt. So, den Handschuhtest haben wir gemacht. Ihr habt es ja gesehen, wir haben kein Blow-by. Das heißt also, wir haben sozusagen keinen Druck, der aus dem Motor rauskommt, sondern wir haben einen Unterdruck, das saugt den Handschuh richtig an. Es dürfte eigentlich gar kein Öl rauskommen. Jetzt gehen wir mal davon aus, der hat vielleicht immer leicht geölt. Ja, na gut, aber so wie der jetzt aussieht. So, gut, also wir sind mal, Dominik von der T3 Synchro Schrauberecke sagt, wir sollen positiv denken, einfach weiterfahren. Der Motor ist ja super und wenn das so ist, ist das so. Gut, ich sehe es jetzt auch, was soll ich machen? Ja, wir fahren halt weiter, bis das Ding auseinanderfliegt und dann ist gut. Also definitiv kein Blow-by. Das könnte sein, dass vielleicht noch der ein oder andere Filter versetzt ist. Wenn ihr noch eine Idee habt, wie es kommen kann, dass überall Öl rausdruckt, obwohl wir einen Unterdruck haben, das wäre ja mal interessant zu wissen. So, ansonsten baue ich das Ding jetzt einfach wieder zusammen und kümmere mich dann gleich mal um die zweite Stelle, weil zu viel Rippelpiste fahren hat ja nicht nur hier hinten irgendwie seine Probleme verursacht, sondern wir haben ja noch einen Ladeluftkühler vorne am linken Hinterrad in dem Radkasten drin.
Und da ist der natürlich komplett dem Staub und dem ganzen Steinen ausgesetzt. Ja, Moral von der Geschichte ist, der Lüfter schrabt irgendwie am Rand, weil das Lager sich wahrscheinlich einen leichten Schlag bekommen hat, wie auch immer. Definitiv ganz blödes Geräusch. Und das ist halt unsere zweite Baustelle. Da gehe ich jetzt ran und werde mal das Geräusch beseitigen. Dann bauen wir die Kiste hier wieder zusammen. Und dann gibt es erstmal was Leckeres zu essen. Und dann hoffen wir, dass wir hier morgen vom Platz fahren können. Und dann drückt uns die Daumen. Wir fahren einfach weiter Richtung Süden. Ob wir den jetzt 2000 Kilometer nach Buenos Aires transportieren müssen oder 2.000, 3.000, das ist mir dann auch egal. So, auf geht's. Mann, 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 Mann. So, ich habe ja nur herausgefunden, dass der Lüfter von den Ladeluftkühler irgendwie falsch gelagert ist und irgendwie am Rand sich reibt und deswegen macht er so ein blödes Geräusch. Aber wenn ich den leicht abziehe, ich kann den so ganz leicht bewegen, dann macht es eben kein Geräusch mehr. Also packe ich das jetzt zwischen den Rand, dann sollte das Geräusch auch weg sein. Mehr können wir jetzt eh nicht mehr machen. Der Lüfter wird sich halt irgendwann verabschieden, muss halt ein neuer rein. So, jetzt sind erstmal alle Probleme beseitigt. Also der Lüfter macht nicht mehr blöd rum. Ich musste den halt verklemmen, aber das ist jetzt gut. Der lüftet und reibt nicht mehr. Im Motor, das Problem können wir nicht lösen. Wir wissen nicht, was es ist. Wir haben Unterdruck, wir haben alles, was wir brauchen, was eigentlich darauf hindeutet, dass wir keinen Motorschaden haben. Aber da das Öl überall rausdrückt, ist es auch wiederum nicht gut. Wir werden mal zur nächsten Werkstatt fahren und einen Ölwechsel machen. Einfach den Filter wechseln, Öl komplett wechseln, komplett reinigen. Vielleicht ist es einfach durch die schlechte Kraftstoffqualität zugesetzt, verrußt. Ich meine, es sah schon ziemlich übel aus, das Öl. Ich habe jetzt auch 2 Liter altes Öl, 2 Liter neues Öl reingemacht, damit es wieder ein bisschen mehr reinigt. Ja, hoffen wir mal, dass es sich erledigt hat und setzen wir mal drauf, dass der Motor einfach gut ist und dass wir damit weiterkommen. So, jetzt den ganzen Kram hier irgendwie da rein. Das dauert bestimmt gleich wieder eine Stunde bei unserem Tetris. Und ja, dann sind wir fertig und hoffen, dass wir morgen weiterkommen. So. Was hast du gefunden? Ölfilter, Dieselfilter, dass wir den Ölwechsel machen können. Und haben alles gehabt, 26 €, beide Filter. Günstig. So, jetzt müssen wir zu einer anderen Adresse fahren. Da gibt es Schrauben, weil die haben keine Schrauben. Okay. Und hoffen wir mal, dass wir die Ablassschraube kriegen, weil die habe ich ja nochmal kaputt gemacht. ¿No fija? ¿Fija este? FIFA. Nosotros tenemos que conducir. Vamos. Ja, soweit erstmal gute Nachrichten. Also der Motor ist nicht kaputt, aber wir wissen immer noch nicht, warum das Öl austritt. Man ist gerade eben beim Ölwechsel gewesen
Und der Typ meinte, naja gut, du hast ja immer so ein bisschen Ölaustritt. Man muss aber dazu sagen, dass wir vorher gar keinen hatten. Also der Motor ist jetzt 2 Jahre hier drin. Und an all den Stellen, die ich euch gezeigt habe, wo Öl rauskam, kam früher nie Öl raus. Also deswegen ist das alles so ein bisschen... Naja, wir nehmen es jetzt einfach mal so, wie es ist. Wir fahren einfach weiter. Wenn der Tag kommt, an dem er stirbt, stirbt er halt. Aber das ist wohl noch nicht heute. Wie sagte Snoopy, wir müssen alle sterben, aber nicht heute. So, und dementsprechend geht es jetzt einfach weiter. Ja, sind wir erstmal fröhlich. Wir haben gleich alles getauscht, also Motoröl, Getriebeöl, Filter, alles neu. Jetzt war wieder für die nächsten 15.000 Kilometer Ruhe. Und jetzt geht es hier erstmal wieder ein bisschen Rippelpiste. Ja, mal gucken. Ich hoffe, dass es weiterhin so geht. Jetzt gerade ist noch okay, so schlimm ist sie nicht. Man kann sie recht gut fahren. Und sind jetzt auch nur 10 Kilometer. Also sollten wir hinkriegen. Unser nächstes Ziel ist eine Zeitreise. Eine Reise Millionen Jahre in die Vergangenheit. In Argentinien gibt es viele versteinerte Wälder. Einer davon ist nicht weit von hier. Leider wurde die Straße immer schlechter und die Sonne steht auch immer tiefer. Als wir uns dann auch noch verfahren, schwindet die Hoffnung auf einen ruhigen Abend. Neben uns hält ein Pickup mit 2 sehr lieben Menschen, die uns zu sich auf die Finca einladen. Ciao. Guten Morgen. Das war ja total cool. Also wir sind ja nur gestern losgefahren, um diesen versteinerten Wald zu suchen. Da war es schon recht spät, dann gibt es hier kein GPS und dann auch kein Google. Und naja, auf jeden Fall haben wir uns ein bisschen verfahren und wussten dann auch nicht mehr weiter. Und dann hat ein Auto angehalten und hat gefragt, wo wollt ihr denn hin? Und hat gesagt, naja, zu dem versteinerten Wald. Und dann meinten wir, naja, das sind jetzt doch hier noch mindestens eine Stunde Fahrt, sonst wird schon dunkel. Wollt ihr nicht irgendwo schlafen? Wir haben hier eine Finca, ja, und kommt doch einfach zu uns. Und Argentinien begrüßt uns echt, wie soll ich sagen, also nimmt uns in einer Art und Weise auf, was so wunderschön ist. Auf jeden Fall, die heißen Nadja und Daniel. Und ja, wir haben bei denen geschlafen und hatten gestern einen wunderschönen Abend, heute Morgen schön gefrühstückt gemeinsam. Sie hat Pfannkuchen gemacht und wir hatten Marmelade dabei, also das hat gut gepasst. Und naja, wie soll ich sagen, das ist so, so einzigartig, wie wir hier aufgenommen werden. Also wir stehen jetzt noch bei denen, die sind jetzt losgefahren zum Arbeiten und meinen, nö, bleibt einfach hier. Und wenn ihr dann irgendwann Lust habt zu fahren, macht dann das Tor hinter euch zu. Und hier, da stehen wir, da ist deren Zuhause, da sind Nadja und Daniel, die fahren jetzt gerade los. Ja, und auf jeden Fall eine absolut Herzensgeschichte. Super lieb, absolut geil, also dafür nochmal danke. Und ja, jetzt geht's für uns weiter zum versteinerten Wald. Da sind wir ganz gespannt drauf.
wir geschafft. 20 Kilometer war das jetzt Rippelpiste. Und jetzt sind wir hier am versteinerten Wald. Müssen wir mal gucken, wie das funktioniert. Und da bin ich ja mal gespannt, wie das aussieht. Es sollen riesige Baumstämme sein, die da halt eben ja, versteinert rumliegen. Mal gucken, wie das funktioniert, ob die Hunde mit rein können. Und dann gucken wir mal. Ja, Mali, Wilma müssen im Auto bleiben. Ist aber nicht schlimm. Wir haben mega Glück. Ist gerade jetzt bewölkt geworden. Und wir haben ja extra für diese Situation vorgesorgt. Wer unseren Kanal verfolgt, der weiß es ja. Guckt mal hier. Wir haben Sicherungen eingebaut. Das heißt, wir können unsere Türen und Fenster offen lassen. Und man kommt da sozusagen, also mit roher Gewalt wird man da rankommen. Aber einfach so nicht. Und dadurch können wir die Seitentür offen lassen. Und genau da zieht der Wind natürlich durch zum Dachfenster. Und dann ist es da drin auch nicht heiß, also im Auto ist kälter als draußen. Und da können wir die jetzt lassen. Und es sollen nur 45 Minuten sein, die man, wenn man langsam läuft, hier in diesem Park ist. Da bin ich gespannt, wie das da aussieht. Ja, man muss sich ja immer wieder vor Augen halten, dass das hier mal ein Baum war. Und das sieht ja auch noch aus wie ein Baum. Also das sieht ja echt noch aus, als wäre das ganz normales Holz. Aber es ist versteinert. Das ist 60 Millionen Jahre alt. Also echt total krass. Und man sieht noch richtig jede einzelne Faser von dem Holz. Und es fühlt sich sogar, also ganz ehrlich gesagt, es fühlt sich noch an wie Holz. Das ist ja krass. Ja, hier kann man richtig sehen, wie da noch oben so ein Stück Baum drin steckt. Ja? Und von dem Regen dann freigespült wird und dann liegen die rum. Hier liegt alles voller versteinerter Bäume. Ist ja geil. Ja. Ja, und guck mal hier liegt alles voller Holzspäne, könnte man sagen. Ja, also sieht aus wie Holzspäne, aber hör mal. Könnt ihr das hören? Das klingt wie... Hier. Impressionante. Echt krass. Versteinertes Holz. Baby, der Kaffee wird kalt. Ich komme! Komm mal rein. Ja, absolut. Guck mal hier. Guck mal hier, was haben wir hier? Was bedeutet das? Navidad, Christmas. Christmas. Es ist wieder Weihnachten. Es ist so unglaublich, wie schnell das Jahr vergangen ist. Wir haben genau vor einem Jahr genau an der Stelle gesessen und haben auch dort euch gegrüßt und waren in Sizilien. Und jetzt sind wir am Ende der Welt fast. Also es ist nicht mehr weit, es sind noch 300 Kilometer bis zum Ende der Welt. Ja. Ja, voll schön. Ja, was sollen wir sagen? Frohe Weihnachten euch allen. Das Jahr geht zu Ende. Das Jahr war ein Auf und Ab ohne Ende.
Und total cool, dass ihr ja, so uns so super liebt, so tolle Kommentare, dass ihr uns so folgt. Wir finden es total schön, dass es Leute unter euch gibt, die wirklich auf Montag warten und sich darauf freuen, dass wir Montag den nächsten Film, also die nächste sozusagen Folge oder wie auch immer, das nächste Video rausbringen. Wir haben ein Panettone gekauft. Ach genau, stimmt. Panettone, weißt du, das ist originariamente aus Mailand? Ach so, genau. Sie sagt Ich grad, bin Italienerin, ich komme aus Mailand und ich habe ein Panettone gekauft in Argentina. total cool. Also die sind ja hier doch sehr italienisch angehaucht. Und deswegen gibt es dies Jahr zu Weihnachten Panettone. Und alles andere ist hier gar nicht so weihnachtlich, weil es hier total hell ist und wüstig. Und also Weihnachtsstimmung kommt hier jetzt noch nicht auf, aber dafür haben wir Panettone. Normalerweise wir machen große Panettone. Sie machen ein bisschen kleiner, aber... Und ist der, wie ist der? Ja, ein bisschen hart. Sì, vero? Proviamo. Probieren. Ja, lass probieren. Bin ich gespannt. Molto pizzicoso. Wir machen jetzt auch eine Videopause. Also unser nächstes Video kommt im nächsten Jahr. Über Weihnachten gönnen wir uns mal ein bisschen Zeit, wirklich ja, für uns. Und genau, im nächsten Jahr kommt das nächste Video. Aber bevor wir jetzt... Ein bisschen duro. Ein bisschen hart. Also ich bin jetzt echt gespannt, wie ein Ich auch. argentinischer Panettone ist. Also normal, selbst in Italien muss ich den mit Pistaziencreme essen, obwohl die da schon sehr, sehr gut sind. Aber selbst das ist mir meistens Aber die zu trocken. traditionelle ist ohne Pistazie. Ist nur Ja, aber Brioche und Obst. Ja gut, aber mir ist das zu trocken, Alessandra. Ja, I think so. Ich finde immer, deswegen mag ich das mit der Pistaziencreme so. Aber das sieht wirklich sehr, sehr trocken aus. Ein Stein. Genau, bevor wir uns jetzt aber hier unserem Panettone widmen und euch in die Weihnachtszeit verabschieden. Der sieht ja wirklich also furztrocken aus. Er riecht wie Panettone, aber er bricht wie ein Keks. Plüschpuschel. Plüschpuschel. Genau, bevor wir euch in die Weihnachtszeit verabschieden. Wir haben kleine, ganz treue Fans. Das sind nämlich die Kinder, die unseren Kanal gucken. Die Kinder von meiner Schwester, die Kinder von ihrer Schwester. Und denen wünschen wir natürlich ganz besonders von hier aus wunderschöne Weihnachten. Also Marlin, Lian, schöne Weihnachten nach Hause. Und natürlich Clarissa und Fabian. Ganz, ganz liebe Grüße von mir zu Weihnachten. Buon Natale, amicole. Un bacio enorme. Und dann haben wir noch zwei ganz süße kleine Fans in der Schweiz sitzen. Auch. Die uns auch verfolgen. Und ja, deswegen, hallo Fenja, hallo Nils. Hallo. Schöne Weihnachten und lasst es euch gut gehen und schön, dass ihr unsere Videos schaut. Also, schöne Zeit. Euch allen wunderbare Festtage und genießt die Zeit mit der Familie. Buon Natale. Genau. Buone feste. Schöne Weihnachten, guten Rutsch. Wir sehen uns im nächsten Jahr. Ciao. Definitiv trocken. Absolut. Wir machen Panettone besser. Genau. Sorry. Aber das ist, ja, das ist echt scheiße.